Der S6 markiert den Einstieg ins Pfanzelt-Rücke-Anhängerprogramm. Mit einer Nutzlast von 6 Tonnen ist er das kleinere von 2 Modellen der S-Line-Baureihe. Der größere S9 bietet eine Nutzlast von 9,2 Tonnen und umfangreichere Ausstattungsmöglichkeiten, beispielsweise den hydraulischen Radantrieb Unidrive, größere Krane sowie eine Druckluftbremsanlage. Für unseren Einsatz haben wir einen Fendt 211 Vario vorgespannt, den heute wieder Diana lenkt. Im Wald angekommen, bereitet sie den Rückewagen für die Arbeit vor. Zunächst löst sie die Transportsicherung der Kranstützen. Dann klappt sie die Beleuchtung im Heck ein, damit sie nicht beschädigt wird. Um Stammholz laden zu können, muss Diana erst einmal die optionale Schnittgutwanne abnehmen. Dazu löst sie die beiden Spanngurte und verstaut sie an der Stirnseite des Wagens. Dann schaltet sie die Zapfwelle ein, fährt die hydraulischen Stützfüße aus und nimmt den Kran in Betrieb. An den dafür vorgesehenen Öffnungen kann sie jetzt die beiden Wannenhälften herunterheben und zur Seite legen. Sogleich kommt das stabile Rückgrat des S6 zum Vorschein. Ein geschraubter Doppelrohrrahmen aus Spezialstahl. Er verleiht dem Anhänger die notwendige Stabilität für anspruchsvolle Einsätze. Die Schnittgutwanne kommt später nochmal ins Spiel. Jetzt wollen wir erst einmal Holz aufladen. Bevor es losgehen kann, muss noch die Arretierung der Schwenkdeichsel geöffnet werden. Dann fährt Diana in die erste Rückegasse, um die Stämme einer Durchforstungsmaßnahme aus dem Bestand zu bringen. Wie auf Samtpfoten bewegt sich das leichte Gespann über den empfindlichen Waldboden. In Serienausstattung bringt der S6 gerade einmal 1,7 Tonnen auf die Waage. Diana klappt die Leiter herunter und steigt auf den serienmäßigen Bedienstand über der Deichsel. Bevor sie die ersten Stämme laden kann, muss sie die Stützen ausfahren. Die Teleskopbauweise mit innenliegenden Zylindern erlaubt eine stabile Abstützung in engen Beständen, genauso wie am Hang. Der Kran hat eine Reichweite von 6,3 Metern und überzeugt mit seiner Hubkraft von 2,7 Metertonnen. Die Kolbenpumpe für die Eigenölversorgung ist geschützt in der Deichsel verbaut. Der Ölbehälter wurde in die Kransäule integriert. Das Kniehebelsystem zwischen Haupt- und Knickarm, auch Powerlink-System genannt, gewährleistet eine optimale Krangeometrie. Auch das Laden direkt am Stirngitter ist problemlos möglich. Um das Risiko für Beschädigungen zu minimieren, verbaut Pfanzelt die beiden Zylinder oberhalb des Hauptarms. Der Teleskopzylinder sitzt geschützt an der Innenseite, genauso wie alle Hydraulikschläuche. Bei Pfanzelt werden alle Krane vor der Auslieferung durch einen Sachverständigen geprüft. Die Erstabnahme ist in einem Prüfbuch dokumentiert. Den Kran steuert Diana über 2 Kreuzhebel mit je einem elektrischen Schalter. Dass sie diese Arbeit beherrscht, sieht man auf den ersten Blick. Kein Wunder, denn zusammen mit ihrem Vater betreibt sie ein forstwirtschaftliches Dienstleistungsunternehmen, in dem sie tagtäglich mit solchen Maschinen zu tun hat. Um weiter entfernt liegende Stämme laden zu können, ist der Rückeanhänger mit einer optional erhältlichen hydraulischen Kranseilwinde ausgestattet. Sie lässt sich über eine Funkfernsteuerung bedienen und erreicht eine Zugkraft von 1,5 Tonnen. Das Seil ist 50 Meter lang. Sobald das Holz in Kranreichweite liegt, kann Diana den Wagen vollladen. Dann fährt sie das Gespann aus dem Wald und sichert die Baumstämme mit Spanngurten. Mit seiner mechanischen Zweirad-Auflaufbremse ist der S6-Rückeanhänger für die Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen. Praktisch, wenn man sein eigenes Holz auf der Straße beispielsweise zum nächsten Sägewerk transportieren möchte. Für mehr Sicherheit beim Rückwärtsfahren und im Gelände ist serienmäßig eine hydraulische Zusatzbremse an Bord, die bei Bedarf manuell über ein Steuergerät aktiviert wird. Eine Blechhaube schützt die schmalen Membranbremszylinder vor Beschädigung durch Wurzelstöcke oder die Greifzange. Entwickelt und gebaut werden die Rückeanhänger am Firmensitz in Rettenbach im Allgäu. Pfanzelt kauft nur wenige Teile zu.
Eine hohe Fertigungstiefe ermöglicht kurze Lieferzeiten und sichert größtmögliche Zuverlässigkeit und Qualität aller Bauteile. Die Geräte werden ständig weiterentwickelt, um die steigenden Ansprüche der Forstpraxis erfüllen zu können. Zurück in den Wald. Jetzt wollen wir eine Fuhre Kurzholz laden. Elegant manövriert Diana das Gespann durch die Rückegassen. Die diagonal abgestützte Buggy-Achse verteilt das Gewicht gleichmäßig und verleiht dem Anhänger eine beeindruckende Geländegängigkeit. Die serienmäßige Schwenkdeichsel mit 2 kräftigen Hydraulikzylindern erlaubt sehr enge Lenkradien. Für den Fall der Fälle haben wir am Fronthubwerk die hydraulisch angetriebene Bergewinde Myself mit 5 Tonnen Zugkraft dabei, auf die wir heute aber zum Glück nicht zurückgreifen müssen. Gekonnt lädt Diana 2 Längen Kurzholz hintereinander auf den Wagen. Mit seinem großdimensionierten Schwenkwerk lässt sich der Kran auch mit voller Last bergauf gegen den Hang bewegen. Alle Pfanzelt S-Line-Rückeanhänger bieten ab Werk eine umfangreiche Sicherheitsausstattung. Alles, was KBF, FPA und die BG fordern. An der Stirnseite gibt es einen speziell angepassten Halter für die Motorsäge und Benzinkanister sowie zusätzliche Staufächer für weitere Ausrüstung. Zum Schluss wollen wir jetzt noch die Äste und das Gipfelholz einsammeln. Zu diesem Zweck baut Diana wieder die feuerverzinkte Schnittgutwanne auf und sichert sie mit den Spanngurten. Sie ist als Zusatzausrüstung für alle S-Line-Rückeanhänger erhältlich. Auch bei diesem Einsatz überzeugt der S6 mit seiner Wendigkeit, seinem kräftigen Ladekran und der praxisgerechten Ausstattung. Durch die geschützte Verlegung der Schläuche am Kran können diese bei der Ladearbeit mit den Gipfeln nicht beschädigt werden. Die Schnittgutwanne verwandelt den kleinen Rückewagen zu einer schlagkräftigen Transportmulde, mit der sich die feinen Äste verlustfrei bündeln lassen. Im Nu hat Diana eine mächtige Fuhre aufgeladen, mit der sie zum Lagerplatz fährt. Dort wird das Material im Anschluss zu Hackschnitzeln verarbeitet.